eine WFA-eigene globale Liga, die World League. Es geht ja nur ums Geld. Die Halloween-Monster sind wieder unter uns. Dabei handelt es sich bei diesen Gestalten gar nicht um Wesen aus anderen Welten oder Sphären. Unsere Vorfahren kannten keine Schlafforschung und konnten sich deshalb nicht anders erklären, was sie da sahen, sagt der Schlafexperte Werner Kassel. Beispiel 1, der vom Teufel Besessene. Dem Zuschauer zeigt sich ein Mensch, der sich im Bett aufsetzt, der sich plötzlich bewegt, emotional erregt ist und dann zum Beispiel seine Bettpartnerin, seinen Bettpartner angreift. Das wäre wahrscheinlich auch vor 200 Jahren ein Fall für den Exorzist gewesen. Verantwortlich ist eine Störung der traumreichen REM-Schlafphase. Das Phänomen ist so, dass man träumt weiter und alles, was passiert, ist, dass die Lähmung, die normalerweise bei uns allen zum Träumen gehört, die wird plötzlich aufgehoben. Da ist ein Schalter kaputt und deswegen wissen wir heute, dass solche Phänomene eine sogenannte REM-Schlafverhaltensstörung sind, wo einfach dieser motorische Schalter nicht mehr auf ausgeht und oft träumen wir von negativen Situationen, wir träumen auch gar nicht selten von Kämpfen sozusagen und dann passiert sowas. Schlafphänomen 2, von Aliens entführt. In den 1950er Jahren häuften sich Berichte von Menschen, die davon überzeugt waren, nachts von Außerirdischen entführt worden zu sein. Aliens waren damals ein großes Thema in den Medien, sodass wahrscheinlich auch oft von ihnen geträumt wurde. Und wir können uns das heute sehr gut erklären dadurch, dass es ein Phänomen gibt, bei dem wir träumen. Dann wachen wir aus dem Traum auf, sehen unser Schlafzimmer und es kann passieren, dass der Traum weitergeht. Das nennt man eine Hypnopompe-Halluzination und dann mischt sich in völlig überzeugender Weise mein Traum und die Realität. Und dann sehe ich ein Alien in meinem Schlafzimmer. Eine Patientin von Werner Kassel hatte Hypnopompe-Halluzinationen von ihrem verstorbenen Mann. Sie hat ihn absolut lebensecht erlebt. Er hat sie eher böse angeschaut, obwohl die zu Lebzeiten ein gutes Verhältnis hatten. Und er hat nie mit ihr gesprochen. Sie hat ihn angesprochen, versuchte mit ihm zu reden. Er hat nie reagiert. Das hat sie extrem belastet. Sie hat unheimlich oft morgens geweint. Und das wäre so eine klassische Geistererscheinung sozusagen. Ein toter Mensch steht plötzlich in meinem Schlafzimmer. Schlafphänomen 3, der Nachtmar, der sich auf Schlafende setzt und sie erschreckt. Man liegt im Bett, man ist wach, man kann sich nicht bewegen und möchte tief Luft holen, weil man Angst hat. Man hat oft panische Angst und dieses tiefe Luftholen gelingt nicht. Und dann war man sich einig, da muss ein Geist, ein Gespenst, ein unsichtbares Wesen sitzt auf meinem Brustkorb, drückt darauf. Das ist dann der Mar oder es ist der Alp. Der Alp ist der böse Zwerg. Das Phänomen entsteht tatsächlich dadurch, dass man beim Träumen eigentlich immer ganz normal gelähmt ist. Jetzt wacht man oft morgens aus dem Traum auf und dann kann es passieren, dass diese Lähmung sozusagen weitergeht, dass der Schalter, der die Lähmung ausschaltet, nicht richtig funktioniert und dann liegen wir im Bett, sind gelähmt, können oft die Augen so ein bisschen aufmachen, können aber gar nichts bewegen. Und wer das zum ersten Mal erlebt, bekommt die absolute Panik und versucht dann tiefer zu atmen und hat dann das Gefühl, dass er einen ganz schweren Druck auf der Brust hat, weil das gar nicht mehr geht. REM-Schlafverhaltensstörungen also sind verantwortlich für diese Phänomene und nicht etwa Außerirdische oder Wesen aus anderen Sphären. Aber wissen das diese Wesen auch? Ja, eben noch auf der Burgruine, jetzt schon bei uns im Studio. Diplompsychologe Werner Kassel. Grüße Sie, hallo. Hallo. Sie sind vom Schlafmedizin, jetzt muss ich noch mal gucken, Schlafmedizinischen Zentrum heißt es ganz genau, in Marburg. Hallo. Was mache ich denn, wenn ich selbst oder auch irgendwie Angehörige, Familie, Freund, Freundin, Mann und so weiter an solchen Phänomenen leiden? Was mache ich dann? Also erstmal ist es so, wenn man die Sendung gesehen hat, sollte man versuchen, die betreffenden Personen ein bisschen zu beruhigen. Man ist nicht verrückt. Das ist vieles davon oder eigentlich alles ist wissenschaftlich erklärbar. Ist also nicht schlimm in dem Sinne. Und ansonsten ist es so, dass man eine gute Balance zwischen Anspannung und Ruhe halten sollte und was dafür tun sollte, dass man möglichst gut und ruhig schläft. Also wenig Stress hilft mir auf jeden Fall etwas besser
zu schlafen. Zum Beispiel nicht Okay. unbedingt abends um 23 Uhr nochmal die Nachrichten mit schlechten Nachrichten schauen. Okay. Wenn wir jetzt mal das Thema Schlafwandeln nehmen, sollte ich so jemanden aufwecken oder lieber einfach geschehen lassen, was da so passiert? Also solange wie das was harmloses ist, was man entspannt beobachten kann, er bringt sich nicht selbst in Gefahr, dann kann man die Person machen lassen, was sie gerade tut. Ansonsten kann man aber auch versuchen, beruhigend darauf einzureden und zum Beispiel zurück ins Schlafzimmer zu bringen. Kinder schlafwandeln ja auch ganz gerne. Sehr Warum häufig. eigentlich? Ja, das Gehirn ist noch nicht richtig ausgereift und beim Schlafwandeln gibt es sowas wie ein gestörtes Aufwachen. Wir alle wachen 25 Mal auf pro Nacht. Oh, okay. Und dann ist es so, dass ein Teil des Gehirns weiterschläft, da wo unser Bewusstsein ist. Deswegen spricht man zum Beispiel oder man läuft rum, weiß das selbst nicht. Jetzt ist heute Halloween. Viele gruseln sich gerne. Viele gucken auch gerne Horrorfilme. Ja. Wie ist das fürs Schlafen? Es kann schon sein, dass wir so Inhalte von Horrorfilmen oder gruselige Situationen in unsere Träume einbauen. Und dann kann es sein, dass die Träume noch mal ein bisschen belastender werden. Obwohl wir schon viele eher negative Träume haben, kann es dann gut sein, dass wir den Horrorfilm im Traum nacherleben. Kann ich denn überhaupt irgendwie meine Träume aktiv beeinflussen? Ja, wenn ich häufiger das gleiche negativ träume, dann kann ich versuchen, was Angenehmes entgegenzusetzen oder dem Traum ein neues Ende zu geben, an was Angenehmes zu denken, mich auch abends bewusst in angenehme, entspannte Situationen reinzugeben oder eben so einen schlimmen Traum witzig zu Ende zu bringen. Im Traum kann man ja auch plötzlich fliegen. Und dann fliegt man vor dem Monster weg. Das heißt also, wenn ich schlecht geträumt habe und aufwache, dann soll ich das weiterspinnen? Naja, wie es positiv endet? dann sich erstmal einfach klar machen, das war jetzt ein Traum Okay. und ich habe hoffentlich keine Hypnopompe-Halluzination, sehe keine Monster mehr in meinem Zimmer, sehe keine verstorbenen Personen und fahre mich selbst ein bisschen runter. Und dann langfristig kann man versuchen, mit dem Trauminhalt ein bisschen zu arbeiten, gerade wenn der immer wieder kommt. Was sind ansonsten so Tipps für Sie? Wie kann man beruhigt und gut einschlafen? Ein bisschen was haben Sie gerade schon gesagt, keine schlechten Nachrichten gucken, aber ansonsten? Genau. Sonst ist es wichtig, unsere Schlafbereitschaft zu stärken. Und das geht tatsächlich über einen bewussten Umgang mit Licht. Und wir halten uns so viel in geschlossenen Räumen auf, dass wir oft tagsüber Lichtmangel haben. Und wenn wir viel rausgehen, dann produzieren wir mehr Serotonin und mehr von dem schlafunterstützenden Hormon Melatonin. Und beides ist toll. Das Serotonin macht uns wach, das Melatonin hilft uns zu schlafen. Von daher ist das der beste, einfache Tipp. Und natürlich abends weniger aufs Smartphone gucken oder auf irgendwelche Bildschirme mit blauem Licht, oder wie war Zum das? Beispiel, ja, das blaue Licht, den blauen Lichteinfluss am Abend, in der Nacht runterfahren. Badezimmer nicht zu hell. Und wenn man schon irgendwo drauf guckt, weil man meint, dass man das noch machen muss, dann sollte das blaue Licht runtergefahren sein. Nightshift einschalten zum Beispiel heißt das. Vielen Dank, Herr Kassel, für all diese Informationen. Warum kann es Weltmeisterschaften nicht jedes Jahr geben? Eine WFA-eigene globale Liga. Die World League. David hat Beweise gesammelt, um die World League zu verhindern. Die lassen sich kaufen. Wie viel wird es mich diesmal kosten? Es geht ja nur ums Geld.